Warum fühlt sich ein einfaches Nein manchmal wie Schuld, Angst oder sogar Gefahr im Körper an? Wir brauchen gesunde Grenzen, um unsere Energie zu bewahren. Gesunde Grenzen sind dazu da, um unser Wohlbefinden zu stärken. Ganz oft wird es aber falsch verstanden. Gesunde Grenzen sind auch dazu da, dass wir respektiert und wertgeschätzt werden. Und es ist ein purer Akt von Selbstliebe und Selbstrespekt, Grenzen zu ziehen. Heute spreche ich darüber, warum Grenzen ziehen manchmal falsch verstanden wird, wie ich selbst noch vor Jahren kaum Grenzen hatte, was das mit mir gemacht hat, was im Körper passiert, warum das als Gefahr betrachtet wird. Und am Ende teile ich Tipps, wie du umgehen kannst, gesunde Grenzen zu setzen, um voller Energie zu sein und ein Leben zu führen, das sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Schön, dass du hier bist. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das sehr gerne. Das hilft mir, mehrere Menschen, mehrere Frauen zu erreichen und so ihnen zu helfen, in die volle Kraft zu kommen und ein Leben zu führen, das sich nach ihnen anfühlt. Grenzen, manchmal glauben wir, dass Grenzen hart sind oder dass Grenzen ein Nein bedeutet. Wobei eine Grenze schlussendlich uns sehr viel Freiheit schenken kann und eine gute Grenze hilft uns, Beziehungen zu vertiefen und somit dem anderen zu sagen, das ist für mich okay und das nicht. Und dann kann geschaut werden, können wir gemeinsam diese Beziehung aufbauen. Und wenn die Grenzen nicht respektiert werden, dann ist es auch Information über die Beziehung. Also ja, mit Grenzen riskieren wir auch, dass Menschen gehen, dass Menschen sich abwenden. Aber wir können auch gewinnen. Wir können auch gewinnen an Menschen, die zu uns passen, die uns respektieren und wertschätzen. Und natürlich, es trägt unmittelbar für deine Energie bei. Denn wenn du in deinen Beziehungen immer wieder Ja sagst, obwohl du eigentlich etwas nicht möchtest, mit der Zeit wirst du ausgelaugt, wirst du erschöpft werden. Und ich sehe das immer wieder bei Frauen, 90% der Fälle hat es damit zu tun, dass sie keine Energie haben, weil es an guten Grenzen fehlt und mangelt. In den letzten Videos habe ich darüber, oder im letzten Video habe ich darüber gesprochen, wie ich mich die Verbindung zu mir selbst verloren habe und wie ich mich wieder zurückgeholt habe. Und ich möchte in den kommenden Videos Teilbereiche machen, was mir konkret geholfen hat, mich zurückzuholen und wie ich das gemacht habe. Und ein Bereich davon sind eben gute, gesunde Grenzen zu haben. Wenn ich eben zurückdenke, bei mir war es so, dass vor Jahren und noch vor 5 Jahren spreche ich davon, ich hatte kaum Grenzen und das hat sich dann so gezeigt, dass ich familiär immer wieder Ja zum Babysitten gesagt habe, einfach weil ich das so in mir drin war, automatisch Ja zu sagen, dass ich gar nicht an was anderes gedacht habe, aber tief in mir war da die Angst, dass ich kritisiert wurde, dass ich so gesehen wurde, als wäre ich egoistisch, wenn ich sagen würde, ich brauche Zeit für mich. Und aber auch war es bei der Arbeit damals in Luxushotels noch so, dass ich auch ganz viel angenommen habe, viele Tätigkeiten, viel Verantwortung, obwohl das eigentlich zu viel war. Aber ich habe damals noch meinen Wert mit den Tätigkeiten verknüpft. Und so war das bei mir auch einfach in mir drinnen, immer Ja zu sagen. Und natürlich mit der Zeit habe ich immer mehr an Energie, an Lebenskraft verloren. Und in Beziehung hat sich das so geäußert, dass ich auch dort Dinge gemacht habe, die ich eigentlich nicht machen wollte. Und mit der Zeit hat sich dann ganz viel Wut aufgebaut, Wut auf die andere Person, wobei es eigentlich Wut auf mich war. Und so habe ich mich dann Schritt für Schritt immer weiter von mir entfernt, bis ich mich dann irgendwann selbst nicht mehr wiedererkannt habe. Körperlich litt, also nicht nur unter Energiemangel, aber auch körperlich Symptome hatte,
wie Darmprobleme, Zahnprobleme, wie ich in den letzten Videos erklärt habe. Die Zähne sind die Grenze nach außen. Nun, was passiert dann im Körper? Was passiert im Nervensystem? Warum ist das so schwer? Warum fühlt sich das wie eine Gefahr an? Wenn wir in der Kindheit gelernt haben oder aus vergangenen dramatischen Erfahrungen kommen, dass es nicht sicher war, zu sagen, stopp, halt, nein, ich möchte das nicht, unsere Bedürfnisse zu äußern, das fühlt sich für mich nicht gut an, das ist nicht richtig für mich, ich möchte das nicht. Wenn das bestraft wurde, wenn das kritisiert wurde, herabgesetzt wurde, nicht ernst genommen wurde, wenn du ausgelacht wurdest, dann lernst du als Kind schon ganz, ganz früh, dass es nicht sicher ist. Dann wird das abgespeichert im Körper, im Nervensystem. Und das wird dann natürlich als Kind, du brauchst die Bindung, du bist angewiesen auf die Liebe, auf die Anerkennung. Das ist ein existenzielles Bedürfnis. Und wenn du, wenn das nicht gegeben ist, dann natürlich wirst du als Kind dich anpassen, wirst du alles dafür tun, um die Liebe zu bekommen. Vielleicht ist es auch so, dass du in einem Umfeld groß geworden bist, wo du nicht zur Last fallen wolltest, weil schon so viel Chaos, so viele Probleme da waren, dass du gelernt hast, ich tue alles, um eben meine Eltern, die Mutti, den Vati zu unterstützen. Und so entsteht dann diese Programmierung im Gehirn, im Nervensystem, dass du ständig zu allem Ja sagst, dass du das Good Girl wirst und dass du niemanden enttäuschst. Also verurteile dich da nicht, denn dahinter stecken meistens Jahre und Jahre von angewohnten Verhalten, das eben so trainiert wurde. Die guten Neuigkeiten sind, es gibt einen Weg daraus. Ja, am Anfang ist es total ungewohnt und es fühlt sich wie eine riesen Komfortzone an, ein Nein zu sagen oder eine Grenze zu setzen. Aber ich verspreche dir, mit der Zeit wird es immer besser, immer einfacher. Was kannst du also tun? In dem Moment, wo dich der Nachbar fragt, kannst du heute Abend auf die Kinder aufpassen? Anstatt automatisch zu reagieren, komm in dem Moment, nimm einen Atemzug. Das bringt dich in den jetzigen Moment und es schafft Zeit, auch aus diesen ständigen Ja-Sagen auszusteigen. Und dann kannst du sagen, ich überlege mir das, ich komme auf dich zurück, gewinn Zeit. Und du kannst auch sagen, ich spüre kurz in mich hinein, ich melde mich bei dir. Oder wenn du unsicher bist, kannst du das direkt so sagen, ich weiß gerade nicht. Ich merke, wenn ich das sage, dann spürt schon das Gegenüber diese Unsicherheit und ganz oft ist dann auch so, lass sein oder ich mache das schon. Ähm, Finde das eine sehr gute Antwort. Die Sache mit Grenzen ist, das klingt jetzt alles so einfach. Was macht es uns denn so schwer? Meistens ist es die Schuld, die Angst und eben die Gefühle, die damit verbunden sind. Denn es ist reine Nervensystemarbeit. Es geht nicht darum, was wir sagen. Das wäre noch der einfache Teil. Aber wenn das Nervensystem anspringt, was machst du? Aber noch bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz darauf eingehen, was, wenn du nicht weißt, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Das ist ein sehr gängiges Thema bei Menschen, die gelernt haben, sich immer anzupassen und das zu machen, was von ihnen verlangt wird. Da nimm dir einen Moment für dich und spür in dich hinein. Stell die Frage, möchte ich heute Abend babysitten? Und frag den Körper. Spür rein im Körper, was spürst du? Spürst du Weite, Leichtigkeit, vielleicht ein neutrales Gefühl, vielleicht ein gutes Gefühl? Dann ist es eher ein Ja. Spürst du aber Enge, Druck, ein Ziehen, ein unangenehmes Gefühl?
dann ist es eher ein Nein. Dann hast du die Antwort. Der Körper weiß meist längst schon, vor dass es unser Verstand tut. Und wenn du dann im Moment bist, beruhige dein Nervensystem. Ganz wichtig. Und da, also ich hatte erst vor kurzem eine Situation, wo ich ein komplettes Blackout hatte, meine Stimme gezittert hat, mein Herz war auf 180. Da geht es darum, dein Nervensystem zu beruhigen vor dem Gespräch. Es gibt X Tools. Eines meiner Lieblingstools ist Hand aufs Herz. Eine Berührung, die beruhigt sofort dein Nervensystem. Nimm einen Atemzug und dann check bei dir ein und sag, es ist sicher, ich bin sicher, es ist sicher, mein Bedürfnis zu äußern, es ist sicher, die Grenze zu ziehen. Ich darf meine Grenzen setzen. Meine Grenze ist wichtig. Nimm dir da eines raus, was sich für dich gut anfühlt, desto kürzer, desto wirkungsvoller, und dann sprich mit der Person. Du musst dich auch überhaupt nicht rechtfertigen. Das kann sein, das passt mir gerade nicht, das fühlt sich nicht gut an, ich habe andere Pläne. Punkt. Und wenn es dir so schwer fällt, diese Grenze zu ziehen im Gespräch, dann manchmal ist es einfacher, eine Nachricht zu schicken, eine E-Mail zu schicken, was auch immer. Und selbst da ist es sehr gut möglich, dass dein Nervensystem anspringt. Und was machen wir mit den unguten Gefühlen, mit der Schuld, mit der Angst, die dann hochpoppt? Denn das ist ja meistens das so Herausfordernde. In dem Moment, wo die Schuld da ist, das unangenehme Gefühl, lass sie da sein, nimm sie an, sag, willkommen Schuld, du darfst da sein. Also nicht wegmachen wollen, sondern annehmen und die an der Hand nehmen. Und frag dich auch, hat das wirklich jetzt etwas mit meiner Situation zu tun? Oder kommt diese Schuld aus einer vergangenen Erfahrung? Meistens ist das zweite der Fall und dann kannst du diese Schuld auch zurückgeben. Ja? Ich hoffe, das unterstützt dich in dem Prozess, Grenzen zu ziehen und Beziehungen so zu führen, dass sie für dich gut anfühlen, stimmig anfühlen. Ja, du riskierst, dass Menschen sich von dir abwenden, Menschen dich kritisieren, Menschen das auf einmal blöd finden, wenn du Grenzen setzt. Aber ganz ehrlich, du gewinnst auch. Du gibst dem die ganzen Chance, dass neue Menschen, die dich respektieren und deine Bedürfnisse respektieren, zu dir finden und dass du erfüllte, glückliche Beziehungen lebst und schlussendlich deine Energie zurückbekommst. Wenn du in diesem Prozess Unterstützung möchtest, dann bin ich sehr gerne für dich da. Wenn du Schwierigkeiten hast, Grenzen zu setzen, reinzuspüren, was möchtest du überhaupt, oder zu dir zurückfinden möchtest, genau darum geht's in meinem 1:1 Mentoring-Programm Returning Home to You, zurück zu dir selbst. Du findest alles weitere unten in der Beschreibung. Ich würde mich sehr freuen, dich in einem kostenlosen Kennenlerngespräch kennenzulernen und rauszufinden, was für dich der nächste Schritt sein kann. Ich freue mich auf dich und lass uns teilhaben. Wo stehst du? Was fällt dir besonders schwer? Und wo bist du in diesem Prozess? Bis ganz bald wieder. Alles Liebe.